Hey, ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir meine kleinen Vermehrungskisten zeigen, in denen ich sozusagen alle meine Pflanzen erfolgreich aufziehe und auch vermehre. In diesen Kisten habe ich eigentlich alle möglichen Arten von Pflanzen, das heißt von Anthurien, Alokasien, Philodendren, Monstera bis hin zu Heuer und Syngonien, also eigentlich alles wild gemischt. Ein kleines Highlight dabei sind Kerne von Apfel, Mango und Avocado, der Avocado. Das heißt, ich würde dir zuerst gerne die Box näher zeigen, das heißt, wie ich weiter vorgehe, um dir dann den Inhalt zu präsentieren. In meinen Vermehrungskisten sind kleine Plastikgefäße, die mit normalem Wasser gefüllt sind, in denen dann die Pflanzen stehen. Das ist zum Beispiel der Unterteil einer kleinen Trinkflasche. Die Vermehrungskisten stehen eigentlich auf kleinen Heizmatten, um den Bewurzelungsprozess zu beschleunigen. So eine einfache Heizmatte zum Beispiel. Als Standort für meine Kisten habe ich mir ein Omar IKEA-Regal ausgesucht, das mit einem einfachen Licht aus dem Baumarkt beleuchtet wird. Das ist für die Boxen und für die Pflanzen vollkommen ausreichend. Da sind die happy. Genau. Aber warum nutze ich jetzt überhaupt solche Boxen? Nun ja, sie bieten sozusagen eine kontrollierte Umgebung für meine Pflanzen, in der sie optimale Bedingungen für das Wachstum und die Bewurzelung haben. Du brauchst nämlich noch eine Weile. Durch das Wasser in dem Plastikgefäß erhalten die Pflanzen sozusagen die notwendige Feuchtigkeit, während die Heizmatte für die richtige Temperatur bei angenehmen 25 bis 30 Grad sorgt. Pflanze müsste man sein. Immer schön warm. In der Zeit der Umstellung oder der Bewurzelungsphase braucht die Pflanze sozusagen ausreichend Licht, Wasser und Nährstoffe. Diese kann sie entweder über die Wasserwurzeln, sofern die Pflanze schon welche hat, oder über die Blätter aufnehmen. Wir helfen der Pflanze sozusagen eigentlich bei der Aufnahme von Nährstoffen. Um die Bewurzelung der Pflanze zu erleichtern, kannst du verschiedene Methoden anwenden. Das heißt, zum Beispiel könntest du der Pflanze in einen kleinen Plastikbecher mit Deckel packen, eine Box, um einfach die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, oder eine Plastiktüte würde ja auch funktionieren. Das sind zum Beispiel einfache Gefäße für Obst und Früchte waren da drin, solche kleinen Becher. In meinen Vermehrungskisten können die Pflanzen so lange bleiben, bis sie ausreichend Wurzeln entwickelt haben, um sie dann in einen Selbstbewässerungstopf zu überführen. Das sind zum Beispiel einfache Corona 12-13 Töpfe. Ihr könnt aber entweder mineralisches oder organisches Substrat benutzen. Das ist dir überlassen. Der Zeitraum variiert je nach Pflanzenart und Zustand, aber generell bleiben so die Pflanzen zwischen 1 bis 5 Monaten in den Kisten, wobei eigentlich 3 der Durchschnitt ist. Je nachdem, wie gut die Pflanze bei euch ankommt oder wie gut ihr euch um die Pflanze gekümmert habt. Während dieser Zeit ist es wichtig, dass die Pflanzen regelmäßig zu beobachten oder zu überwachen, um zum Beispiel abgestorbene Blätter oder Wurzeln zu entfernen. Ja, du siehst aber eigentlich noch ganz gut aus. Ihr fragt euch sicher, warum lasse ich die Pflanzen nicht gleich im Substrat bewurzeln oder gleich im Topf? Durch die Bewurzelung im Wasser vermeide ich sozusagen das tote Wurzeln, das Substrat verschmutzen, was zu einem gesünderen Wachstum der Pflanze führt. Gerade im mineralischen Substrat wollt ihr das nämlich so gesund und neutral haben wie möglich. Das heißt, alternativ müsstest du dir die Pflanze nach einem Monat aus dem Substrat rausholen, dann die toten Wurzeln entfernen und die Pflanze dann wieder zurücktopfen. Und das willst du eigentlich nicht. Oder ich bin dafür zu faul. Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich einen sehr guten Einblick bekommen, wie der Aufbau von diesen schönen Boxen ist. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt zu dem Inhalt der Boxen und gucken uns die mal genau an. Bis gleich. So, kommen wir nun zur ersten Box. Ich habe auch meinen Boxen keine Pflanzenfamilie zugeordnet. Das heißt, ihr findet hier alles wild verstreut drin. Das
Das heißt, hier haben wir zum Beispiel eine wunderschöne Monstera Minima, müsste das sein, die, oh je, schon ganz dringend eingetopft werden möchte. Aber irgendwie schaure ich mich davor immer so ein bisschen. Oh je, sie ist an einen Philodendron gewachsen. Genau, haben wir ein wunderschönes Monstrum. Ich stelle sie mal daneben. Dann haben wir hier eine Syngonie, die bräuchte auch ganz dringend einen neuen Übertopf. Dann haben wir hier eine Epipremnum, das wächst so wunderschön. Dann haben wir hier in der Ecke noch eine kleine Syngonie, die so dahin vegetiert. Ich hoffe immer, dass sie Wurzeln kriegt. Können wir gleich mal gucken. Das ist nämlich die Lieblingspflanze meiner Mutter. Ah ja, zum Beispiel sowas könnte man dann schon eintopfen in den ganz kleineren Topf. Das würde sich schon lohnen. Könnte ich auch mal wieder machen. Ja, gehe ich da schnell wieder zurück. Und wie ihr seht, hier unten steht halt auch immer ein bisschen Wasser drin, das heißt so 1 cm, um halt noch mehr Luftfeuchtigkeit dem Topf zu geben oder dem Ganzen. Da haben wir noch ein Philodendron und das war es eigentlich, genau. Genau, also eigentlich alle Pflanzen, die hier drin sind, könnte man dann schon wieder einpflanzen. Und das war sozusagen schon Box Nummer 1. Wir können uns ja hier schon mal nochmal die Wurzeln angucken. Ja, das müsste ganz dringend eingetupft werden. Ja, genau, sowas könnte man auch schon super einpflanzen. Das bräuchte eigentlich auch ganz dringend einen Topf. Ich wusste gar nicht, dass ich hier sozusagen hier noch so einen schönen Philodendron habe. Mit diesen mit diesen Haaren dran. Ich dachte eigentlich, dass er mir irgendwann mal eingegangen ist. Okay, oh je. So, das war auch schon Box Nummer 1. Ich würde sagen, ich stelle das alles schnell wieder zurück. Oh je. Und gehen dann, oh je, hoffen, dass ihr auch noch irgendwie Licht kriegt. So. Und gehen dann auch schon wieder zur Box Nummer 2 über. Da, 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 da. Das heißt, das hier ist eigentlich sozusagen meine kleine Heuerkiste. Ich habe hier in den Seiten auch noch eine kleine oder Baby Alocasia ventii. Da ich nicht so, also Alocasia mögen mich irgendwie nicht, deswegen habe ich die hier nur so reingelegt oder in die Ecke gelegt, aber sie funktionieren, sie wurzeln doch sehr gut, die könnte man theoretisch jetzt auch schon wieder einpflanzen. Kleine Mangokerne, kleine Apfelkerne, die, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist ein ganz kleiner, da kommt schon was raus. Die Heuer machen sich, die wollte ich eigentlich irgendwann mal an mein Regal anknüppern. Genau, einen Philon Red Emerald habe ich hier noch. Der wächst auch irgendwie wieder Teufel, den könnte man zum Beispiel auch wieder einpflanzen. Was ich sehr faszinierend finde, wenn man die Pflanzen in die Boxen stellt, dass die hier solche Luftwurzeln kriegen. Machen wir mal das Schildchen wieder raus, damit Benny auch noch weiß. Und der wäre eigentlich schon sehr überfällig, was die Wurzeln angeht. Aber ich und meine Mutter haben eigentlich schon einen oder schon mehrere. Deswegen wartet er eigentlich nur darauf, dass ich noch Freunde kriege. Nein, dass ich jemanden habe, der die abnehmen möchte. Die Heuer, die wachsen hier eigentlich auch ganz lustig vor sich hin. Die müsste ich auch eigentlich irgendwann mal eintopfen. Genau, und hier steht auch eigentlich immer ein bisschen, zumindest ein bisschen Wasser drin, damit die Baby Alocasia da noch vor sich hin wachsen. Gönnen wir denen da an der Seite auch noch mal ein bisschen Licht. Genau, und das war auch schon Box Nummer 2. Und wie ihr seht, alles steht hier in solchen kleinen Plastikfläschchen. Das heißt, wenn zum Beispiel mal eine Pflanze nicht angeht oder sie fängt an zu schimmeln an, dann betrifft das nicht die ganze Box, sondern halt immer nur eine spezielle Pflanze. Das mag ich daran sehr. Genau, hier versuche ich dann sozusagen noch was anderes Schickes. Ja, es braucht noch alles ein bisschen Zeit.
Deswegen müsst ihr da halt sehr Geduld haben, wenn ihr das irgendwie alles einmal die Woche oder alle 2 Tage, alle 2 Wochen einmal wechselt, dann ist das eigentlich mehr als genug. Genau, das war Box Nummer 2. Wir sehen uns zur Box Nummer 3. Wow. Wie gesagt, alles ist immer wild gemischt. Ja, so sieht es auch aus. Eine Syngonium albovariegata, die müsste ich auch irgendwann mal wieder eintropfen. Wie ihr merkt, ich bin da etwas nachlässig, was das Eintropfen angeht. Das könnte auch zum Beispiel schon sehr gut raus. Ich bräuchte auch ganz dringend mehr Licht. Eine Philodendron micans. Die wollte ich eigentlich auch immer an meine Ikea-Regale anmachen, weil ich finde, das sieht eigentlich immer sehr gut aus. Nein, jetzt bist du eine Alocasia, eine micans geworden. Das wollen wir nicht. Genau, eine Syngonium Three Kings haben wir hier noch. Eine Cebu Blue, wo ich viel zu viele Stecklinge von habe. Meine Mutter wollte die Pflanze nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme sie. Die hatte dann aber so viele Runner gebildet und war dann halt an Stellen so kahl, dass ich gesagt habe, nee, ich schneide die jetzt halt einmal kaputt. Und es ist vielleicht etwas zu viel geworden. Das Trauerspiel meines Gummibaums. Naja, machen wir uns mal nicht so viel Hoffnung, ne? Ich hatte hier dann extra schon die Blätter abgeschnitten, damit er mehr den Fokus auf die Wurzeln legt, aber ich habe halt den Zeitpunkt verpasst. Bei mir ist Wurzelfäule eigentlich immer so der Zeitpunkt, wenn ich vergesse, die Pflanzen rechtzeitig neuen Topf zu geben. Dann fangen die Wurzeln bei mir an zu schimmeln und dann ist es meistens schon zu spät. Das ist leider genau mit diesem Schätzchen passiert. Ja, gucken und hoffen wir mal, dass da noch was wird. Was wird? Genau, und das war auch eigentlich theoretisch schon wieder Box Nummer 3. Syngonium habe ich euch gezeigt, wie ihr so ungefähr, welche Wurzeln die Pflanze haben müsste. Das wisst ihr jetzt halt auch. Hier unten steht auch wieder ein bisschen Wasser drin. Genau, das war Box Nummer 3. Kommen wir nun zur letzten Box. 4. Machen das wieder zu. Letzte Box, die Box Nummer 4, in der jetzt halt wirklich effektiv Pflanzen stehen. Ich hätte dann noch 2 andere Boxen, aber da ist nur Moos drin. Das kann ich euch vielleicht auch noch mal zeigen, wenn ihr daran interessiert seid. Hier, das ist noch Überbleibsel von einer anderen Pflanze. Ich gebe halt eigentlich immer gerne Epipremnum-Stecklinge dazu, damit die Pflanzen dann einfach schneller wachsen. Hier ist zum Beispiel, habe ich von meiner Mutter bekommen, einen kleinen Kaktus und seitdem versuche ich den eigentlich zu bewurzeln, aber irgendwie scheint die Wachstumsbox überhaupt nicht das Richtige für dich zu sein. Aber man versucht es weiter. Hier natürlich die Avocado-Kerne. Auch schon bereit theoretisch für einen kleinen Topf. Dann haben wir hier noch die Geldbaumstecklinge, die wir ja vorher gemacht haben. Da könnten wir eigentlich theoretisch schon mal gucken, ob die kleine Wurzeln haben. Nee, haben sie nicht. Okay, bevor wir jetzt hier irgendwie alles nass machen, stellen wir es schnell wieder zurück. Hier sind auch noch die Zitronenbaumstecklinge. Die haben wir auch zusammen gemacht. Hier geht es vielleicht einfacher. Nö, aber eingegangen sind sie auch noch nicht. Deswegen läuft es eigentlich ganz gut. Was ich halt hier auch noch gemacht habe, ich habe jetzt hier bei diesen sehr großen Blättern halt immer die Blätter abgeschnitten, damit der Prozess ein bisschen schneller geht. Dann habe ich hier noch meine Spiritus sancti, meinen Philodendron, der hat ein bisschen rumgezickt. Deswegen habe ich den wieder zurück in die Box gepackt, denn bevor ich den verliere, habe ich dann gesagt, so nee, wir machen das nochmal direkt bis zum Anfang. Wir starten nicht sozusagen nochmal neu. Hoffen wir mal. Du sahst so gut aus. Genau, und ich liebe diese kleinen Plastik-Trinkgefäße hier.
waren eigentlich normale Plastikflaschen und ich schneide da eigentlich immer so das untere Teil von ab, weil so billig an neue Töpfe komme ich eigentlich so schnell nicht. Und wenn die mal schnutzig sind, dann gibt es halt einfach schnell wieder einen neuen Topf. Genau. Ja, das müsste eine Philodendron Florida Beauty sein, genau. Die auch eigentlich auch schon wieder bereit für den neuen Topf wäre. Ich liebe diese, wenn man diese Wurzeln so schön sieht. Aber hier ist noch alles in Ordnung. Die Pflanze sieht eigentlich sehr gut aus, sehr gute Variation. Dieses Blatt hier, wunderschön. Ah nein, voll variegiert. Bist du was Neues? Oh Gott, na gut. Genau, und hier ist wieder halt auch eine kleine Epipremnum drin, damit das halt ein bisschen schneller funktioniert, ein bisschen schneller geht. Und die Avocado-Stecklinge, die werfe ich eigentlich so, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, also ich werfe sie nicht, ne? Aber ich lege sie halt einfach so lose rein und mal zu gucken, wenn es kommt, dann kommt es und wenn nicht, dann nehme ich es halt raus. Genau, das ist halt eigentlich immer so meine kleine, gucken wir mal, ob es funktioniert, Box. Der Spiritus Sancti ist eigentlich da so mit so die einzige Ausnahme. Genau, wenn ihr einen Tipp habt, wie ich ohne Erde diesen Kaktus bewurzeln lassen kann, dann dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich habe da nicht so wirklich den Tipp. Ich müsste den auch wieder mit Hydroperoxid einsprühen, damit diese Schnittkante da ein bisschen besser verheilt. Genau, das war Box Nummer 4. Und ich glaube, ich zeige euch noch Box Nummer 5 und 6. Wie gesagt, da ist nur flauschiges Moos drin. Ich benutze halt eigentlich immer die Boxen, um Moos anzuzüchten oder um Moos bewurzeln zu lassen. Denn ich habe nicht genug Stecklinge und deswegen ist das halt noch ganz okay. Denn ich habe mir von Ikea damals, das kennt ihr vielleicht, diese kleinen Mooskuppeln oder eine kleine Mooskuppel gekauft. Ein bisschen staubig. Und die ist mir halt leider völlig eingegangen. Ich habe mir hier mit so einem Stein, und das wollte ich halt immer mal nochmal neu machen und dafür fehlt mir halt leider Moos. Der Tod. Genau, dafür hat mir Moos gefehlt. Deswegen habe ich gedacht, okay, das Moos habe ich schon mal. Das sah halt eigentlich immer sehr gut aus. Mit dem habe ich angefangen. Deswegen dachte ich so, das wird nichts. Dann habe ich dieses schöne flauschige Moos gefunden. Oh, da sind Spinnen drin. Ui. Da, eine kleine Spinne. Na, ob ihr da was fangt? Aber Trauermücken habe ich, na super. Genau, deswegen habe ich dieses schöne flauschige Moos gesehen und dachte, okay, das ist halt eigentlich genau das, was ich haben möchte. Und habe gedacht, okay, ich habe noch 2 Boxen frei, packen wir die doch da rein. Und das funktioniert ja auch super. Das heißt, theoretisch könntet ihr auch Sphagnum-Moos hier drin züchten, kultivieren. Das müsste halt auch super funktionieren. Ihr müsst nur dran denken, das Einzige, was mir halt wirklich aufgefallen ist, ihr braucht Boxen, die wirklich gut schließen. Gerade bei den Boxen, deswegen stehen die auch ganz unten, ist es nicht der Fall. Das heißt, die wackeln halt eigentlich immer ein bisschen oder die gehen wirklich sehr schlecht zu. Und da entweicht halt sehr viel Feuchtigkeit, ne? Wie ihr höchstwahrscheinlich hier seht, das geht nicht richtig zu. Und das braucht halt eigentlich wirklich eine Zeit, bevor sich der Deckel daran biegt. Und das ist halt eigentlich immer nicht schön, wenn hier so viel Luftfeuchtigkeit verloren geht. Das heißt, die Boxen, die sind nicht so ganz, ja. Aber dafür sind sie halt aber auch sehr gute Boxen. Und das war Box Nummer 5 und 6. Und da hast du sie, meine grünen Schätze in ihren Vermehrungskisten. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude daran gehabt, sie zu entdecken, wie ich es habe. Vergiss nicht, für weitere spannende Einblicke in meine grüne Welt meinen Kanal zu abonnieren und vielleicht auch ein Like da zu lassen, wenn es dir gefallen hat. Damit du auch in Zukunft keiner meiner Abenteuer verpasst. Und was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen jetzt zurück in die Kiste. Hä? Du bist ja immer noch hier. Dann probier es doch gleich mal bei dir zu Hause aus. Wie du gerade gesehen hast, ist es doch gar nicht so schwer, oder? Also, ran an die Pflanze und viel Erfolg.